Hallöchen, meine lieben Hobby-Detektive, und damit heißt ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von LeClue. Also, ihr seht, ein Kapitel bin ich ein bisschen zurückgegangen. Ich starte jetzt nicht im Friedhof, sondern ich möchte jetzt einfach wissen, was das Happy End ist. Ob es einfach etwas Langes ist oder etwas Kurzes. Also, ziehen wir das hier mal runter. Ja. Und jetzt kommt natürlich unser Autor wieder zurück. Yes! Of course! I knew I'd make the right choice. bin ich nicht so sicher, aber natürlich trotzdem interessiert. Das ist eine lange. Etwas gibt es nochmal einen Erfolg, dass man das andere ausgewählt hat. It was another glorious afternoon in Atherton. Was ist das? Bist du das, Jenny? Mit Susi am Picknicken? In ein normales Kleid? Und mit einem rosa Jackett? The sun was shining, the birds were singing. Das sieht so dermaßen abnormal aus. Geradezu grotesk. Und wie sie die ganze Zeit so lächelt, so das falsche Lächeln aufgesetzt. And two best friends had settled down for a spot of tea. What perfect weather for a picnic! Nein, Gnade. Das hat sich jetzt wirklich so angehört, als würde Jenny gar nicht reden. Aber schau doch mal, da unten links. Jenny noch ganz normal mit dem Trenchcoat und hier oben ganz anders. Und trotzdem, also das klang jetzt wirklich abnormal. The weather is always perfect in Atherton. Bei dir übrigens auch, besonders wenn du das Mund rausziehst. Das würdest du gerne etwas anderes sagen, aber du darfst nicht. And another mystery solved. The Dean's alive and everything is back to normal. Just as it should be. More bubblegum tea, Jenny? Bubblegum tea? Thank you, Susie. I'm so glad everything turned out so well. Oh, bitte. Gnade. Kann nicht jemand sich ohrfeigen, dass sie wieder normal wird? You are my best friend. Ja, sie haben Drogen in den Tee gemischt. Das sind ja wirklich Drogen im Tee. Ende. Wait, this isn't right. Jawohl, endlich wird sie normal. This is... No good! Funktioniert so einfach nicht. It's no good at all. Er kapiert es endlich. This one can't end like the others. They won't publish it. Okay, gut, das habe ich extra hier noch eingebaut habe, das kennt ihr jetzt wahrscheinlich jetzt schon. I must write something different. Something darker. It's the only chance I have of saving her. I'm sorry, Jenny. Ach, Jenny, tut's nicht leid, sie freut sich daran. You'll see your mum soon. But for now, it's got to be the graveyard. Was the man in black the Dean's real killer? Without any evidence, Jenny couldn't be sure. A great detective never made assumptions. The most important thing was getting her mum to safety. And to do that, she'd need to beat the man in black at his own game. Okay, gut. Also da würde mich jetzt interessieren, was würde wohl passieren, wenn wir uns nicht entschuldigen? Das haben wir alle schon mal gelesen. Okay, ich sprenge jetzt einfach kurz durch. Vorsicht, fliegende Worte hier. One thing's for sure. I'm gonna need to be very quiet. Susi, dein Auftritt. What the hell? Ja,
Ja, da frage ich mich auch. Eigentlich müsste sie die La Cucaracha-Hupe haben, ne? Das wäre jetzt einfach die Krönung gewesen, wenn sie die La Cucaracha gespielt hätte. Hi, Jenny. I'm here. And I brought snacks. Oh, hoffentlich eben Nüsse. Ich mag einfach Nüsse. Ich liebe Nüsse. This is a covert mission. Could you draw any more attention to yourself? Sorry. I just wanted to get here as quickly as I could. Did you bring the explosives? Of course. Et voila. Now remember, explosives are incredibly dangerous. Ja, Frau Lehrerin. Yeah, thanks, Captain Obvious. Hopefully it'll be enough. Okay, I'm here. What's the big emergency, Susie? What is she doing here? Keith, you came. You invited him? I thought it'd be a good opportunity for you to talk. Now is hardly the time. Ja, ich will jetzt herausfinden, was passiert, wenn sie sich nicht entschuldigt. I can't bear the idea of two best friends never speaking again. It's too sad. What's wrong with you? I should go. No, Keith, wait. There was so much she wanted to say. But she had ruined the Dean's funeral, embarrassed Keith in front of the whole town. Worse, she hadn't been there for him in his hour of need. She wanted to tell him all about the Dean's ring, the man in black, and the mysterious room buried in the forest. None of it would bring his father back. Sometimes the right thing to say was also the hardest. Will uns nicht entschuldigen. I can't do this right now. Poor Keith. Angry, grieving, conflicted. Also alles? His whole world turned upside down. And the one person he most wanted to confide in, he couldn't. If I'd known you were going to be here, I wouldn't have come. Goodbye, Jenny. Autsch. Ich glaube, das andere wäre doch besser gewesen. Well, that didn't go exactly as I planned. Are you okay, Jenny? Ignorieren wir sie mal. As angry as she was at Susie, Jenny knew this was a situation of her own making. Let's just focus on the task at hand. Also ganz schön, was kippt mir wieder? Wie der andere, okay? Das muss ich. Na gut, okay. Das ist jetzt die Frage, dass wir dann später mal nachspielen, am Schluss. Was ist einfach mal das Tor? Locked. I'll have to break in. Or we could just wait for an adult. Es ist die Ausgangssperre. Glaubst du wirklich, da kommt doch jemand? And let the man in black get to my mom first. Are you trying to sabotage everything? I just don't see why we can't tell the police what we know and let them sort it out. Because, Susan, the police are incompetent. I'm not putting my mom's life in their hands. Besides, for all we know, it could be an inside job. Now, keep a lookout while I open this lock. Jetzt kommen die Dietriche zum Einsatz. Ja, komm her. Haben wir es. Ersten. Na komm schon. Noch einmal. Hier. Wo bist du? Jetzt haben wir dich. Und wieder geknackt. Ihr seid so romantisch, Leute. Der Friedhof wartet auf uns. Are you coming, Susie? Komm mit, Susi. Das macht Spaß. Into the graveyard? Ach, glaub nicht die Gerüchten, dass wir den lebenden Toten und alles, dass die dann kleine Mädchen anknabbern und so. Ich meine, das ist ein vollkommen sinnloses Gerede. Die wird nur dein Gehirn aussaugen. There's no time to waste. Oh, yeah, of course. I'm just, I think I need a minute. Herausfordern. Come on, Susie. What did you think we'd be doing here?
knew I shouldn't have asked a kid to help me. Naja, im Nachhinein ist man immer schlau, nicht wahr? Technically, I'm 3 months older than you. Ach, wirklich? Just wait here and keep a lookout. And radio me if you see anything suspicious. Good idea. Especially if you see a man in black carrying a briefcase and a blue umbrella. Ist es nicht ein bisschen zu präzise, was passiert denn, wenn jetzt ein schwarzer Mann kommt, der einen Aktenkopf hat, aber keinen Regenschirm? Willst du uns dann trotzdem noch alarmieren? Briefcase, umbrella, got it. Definitiv, sie wird uns nicht alarmieren. Lock the gate behind me so no one suspects anything. And keep out of sight. Here, don't forget the explosives. Das haben wir fast vergessen, danke. Jenny had broken in undetected. Na gut. War keine große Herausforderung. Now she had to find the secret passage that led to the jail. I just need to follow the clues from the photograph. I'm coming for you, Mom. Oh, wir können uns hier hinten bewegen. Toll. Aber hier geht's nicht weiter. Gut, dann rennen wir jetzt mal hier lang. Keine Ahnung, was uns erwartet. Ich sehe gar nichts. Ah, hier sehen wir etwas. Das erste Indiz war ja, glaube ich, das mit der Statue, mit den gefallenen Engeln. Ja, wo könnte der Engel wohl sein? Aha. Nee, das sieht nicht aus wie ein Engel, oder? Gut, lass mal gelten. A guardian of the graveyard cast her stony gaze over the burial ground. Sie zeigt auf irgendetwas. Das ist ziemlich unhöflich. Watching over the departed, protecting their peaceful slumber. Why must everything in a graveyard be so, well, creepy? Das ist einfach nur Einbildung, glaub mir. Of course, this guardian had wings. Beyond the fallen angel! There are lots of angels here. Which one is the fallen angel? Gute Frage. Da hinten sehen wir etwas, ein großes Kreuz. Wollen wir wetten, dass das am Schluss das Finale ist? Damit wir rein müssen? Aha, frische Blumen. Oh, das ist die Krypta vor unserem Rektor. The Strasberry Mausoleum. Amongst the fresh flowers was a note. Beloved father, educator, and botanist, your memory will forever blossom in our hearts. Don't worry, Mr. Strasberry. I won't rest until I've found your real killer. Jawohl, aber jetzt müssen wir auch irgendwas mit dem Kief wieder in Ordnung bringen. Aber ist es jetzt da drin? Kurz mal schauen. Aha. Ja, also das hier so wieder. Aha. Das ändert sich tatsächlich. Das bleibt also nicht so festgelegt wie beim Black Set. Gut, also das gefällt mir. Ja, ich gehe über weniger grob, aber es war auch schon ziemlich grob. Ah, ja, so ist sie vorgeworfen, verheiratet zu sein. Naja. Verständlich, nicht jedermann ist glücklich darüber, auf dem Friedhof rumzulaufen. Da oben oder unten? Oh, die Brücke ist ja auch noch zusammengekracht. Das musst du kurz mal noch nachlesen. Durch die zerfallenen Bögen. Hinter dem hölzernen Tor. Here lie the earliest settlers of Arthurton. They kick-started our great town's growth and prosperity. Ja. Ja, zuerst die Pioniere, das war noch echte Erkundungsgeister und alles. Erkundungsgeister. Was war für ein Blödsinn? Erzähl ich hier überhaupt. The note had read, "Look for the biggest cross." But none of these graves have crosses. Ja, aber jetzt bin ich hier aber ziemlich falsch hier, oder was? No matter. Perhaps there were other secrets to find here. Okay, gut, schauen wir mal. Wyatt Camp.
Der Plan ging nie nach sich selbst. Hier ruht Aida. Bitte sagt Hallo. Hallo Aida. Jetzt kommt alle. Sagt alle Hallo Aida. Okay. Was hier geblinkt? Hier. Nochmal ein Stück von der Postkarte. Jerome Braun. Schlapp war nur sein Spitzname. Oh. Also ein echter Teufelsasse war es hier. Hendrik und Donna. Glücklich wie die Flusspferde vom Leben bis zum Ende. Glücklich wie die Flusspferde vom Leben bis zu Ende. Okay. Also die Sätze hier machen wirklich keinen Sinn hier. Disco. Begraben tief unter der Grund. Tut den tiefsten Groove noch kund. Benito McDonald. Kunst jetzt und in Ewigkeit. Amen. Rocco, ein toller Hund. Morgan Erminski. Was hochkommt, kommt auch wieder runter. Lass mich raten, du hast ein Messer geworfen. Edwin Tiong. Gefangen in der Jagd, doch ohne Entkommen. Brandon Liu. Kein Leben mehr, aber unsere beeinflusste er noch immer. Game over. Oh. Ich glaube, besser aufpassen bei den anderen. Wahrscheinlich da auch was verpasst. Matt, Nido King, Katinas. Schräg. Nido King. Eigentlich mein Favorit. Bin Clark. Hazel Quantock. Von allen Wundern der Welt ist der Horizont gewiss das Größte. Michael V. Shaw, Senior. Ehemann, Vater, Freund, ewig in unserem Herzen. Danke. Platz frei zum Mietkauf. Ich weiß nicht. Die Lage ist nicht so zentral hier. Ich habe immer das Gefühl, dass ich immer außen vor liege. Das ist eine gute Frage. Soll ich jetzt hier weiter? Gehen wir jetzt mal oben links. Ich möchte schon hier mal sehen, was jetzt hier oben noch ist. Eine Fresse, also hier ist ein riesiger Friedhof. Da ganz noch mehr Stöcke hier. Something's pushing against the stone. It looks like it could collapse at any minute. Okay, das ist wahrscheinlich die Statue da oben. Das ist wahrscheinlich der gefallene Engel da. Ein Rätsel? Nice. 4 discs of solid granite with something carved into the face. It's all scrambled up. I'll just straighten them out. Sieht mir nicht richtig aus. Ich schreibe sie noch dorthin, wo sie hingehören. But try as she might, the discs wouldn't move. Aha. Sind wir also noch nicht hier bereit für das Rätsel hier. Es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, das einzusetzen. Ja, was haben wir hier? Ein Schwertsticker. Oh, schade. Ich dachte schon, er bekommt schon einen Zombie-Sticker. Da oben haben wir noch ein frisches Grab, also Blumen auf dem Grab. Wessen Grab ist das? Hey, Dad. Das Grab unseres Vaters. I can't stay long. Mom's in trouble. And, well... Jenny tried to be brave. But the past few days had taken their toll on our hero. And finally, it all poured out. Everything's falling apart. I wanted a real mystery to solve, but... I didn't think it would be like this. Dean Stroudsbury's dead. Everyone in town thinks Mom killed him, and Keith won't talk to me. I don't know who to trust. And now someone is trying to kill Mom, too. I have to save her, but I'm not sure I can. Why did you have to go and die on us?
was a really crappy move. Oh, ouch. Au. Das tut weh. Sonst dass der Vater nicht absichtlich gestorben ist. Also er hat sich selbst umgebracht und so. Ein Unfall. I wish you were here. Und gleich kommt eine Hand rausgestreckt und sagt, hallo Jenny, hier bin ich. Schade. Das wäre vielleicht das Witzigste wahrscheinlich jetzt, wenn hier ist tatsächlich nur der Grab geöffnet wird für irgendetwas. Und dann zum Geheimbunker geführt, wo unser Vater liegt. Also unser Leben sozusagen. All die Jahre war er nicht tot, er hat sich einfach That versteckt. sword looks like it might move. Okay. Wir haben das Schwert nun bewegt. Wofür jetzt? Was haben wir jetzt getan? Noch nichts. Also wenn wir noch das hier runter. Okay, hier gibt's nichts. Aber wahrscheinlich können wir jetzt das Rätsel lösen. Was ist da oben über die Schwerter hier dargestellt? Also das hier. Ach so. Oh. Moment, das muss ich kurz mal fotografieren. Vorsichtshalber denke, dass ich zwischendurch einfach muss aufhören zu drücken. Schauen wir mal. Auf jeden Fall können wir das ja noch nicht bewegen, aber eben das hier brauchen wir. So, zeig mal. Was hast du für... Du hast keinen Flügel. Wie muss das denn aussehen? Eigentlich doch ein bisschen weit nach unten. Ob das so richtig ist? Ich glaube, ja, das ist richtig. Muss alles auf die Tür deuten. Gut. Okay, du bist das hier, der hier. Der muss auch ganz nach unten. Ah. Okay, gut, das war schon vorhin richtig. Okay. Und jetzt will ich zweimal bewegen. Gut, wir bringen wir jetzt wieder zurück zum Ausgangspunkt. Perfekt. Der Engel links können wir leider nicht bewegen. Hier war, glaube ich, keiner, oder? Hier war nur Felsen. Dich kann man nicht bewegen mit 2. Er muss auch so aussehen. Gut. Perfekt. Da haben wir schon mal 3. Es brauchen noch 2. 2 Engel. Nach oben geht's ja nicht. Zumindest noch nicht. Da schauen wir jetzt mal kurz hier lang. Gehen wir jetzt mal hier nach rechts. Ah ja. Die kann man nicht einsammeln. Gut. Nein, du hast nur einen Flügel. Du musst nach oben strecken. Das ist noch zu wenig. Nach oben musst du. Jetzt nur noch einer. Wenn es so flächendeckende Rätsel gibt, muss einfach wichtig sein, dass es einfach so schön alles nah beieinander ist. Das finde ich immer am besten. Wenn einige andere Spiele, da haben sie wirklich alles so dermaßen versteckt. 3 Winkel und alles.
Zum Schluss, weil er auch gar nicht gewusst hat, wo man hinbringen musste. So, du in die Mitte. Ah, Sesam, öffne dich. Oh, wessen Grab öffnen wir jetzt da? Rätsel über Rätsel. Na danke, da werden wir uns nicht mal alle Gräber anschauen und diese Wortspiele irgendwas anstarren. Ah, aber das ist irgendwie so ein Klassiker. Ah, sorry. Was ich wieder gehen musste. Oh, das ist so perfid. Das wäre eigentlich fast schon perfekt. Aha. Nur du alleine bewegst dich hier. Okay. Ja. Na, dann kommst du jetzt mal hierher. Und zu guter Letzt auf dich. Got it. Some days you just feel super smart. Ja, an manchen Tagen, aber nicht immer. Jenny studied the stone discs, now perfectly aligned. It's the face of a badger. That's unusual. Ah, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja? Das ist tatsächlich ein Gesicht eines Dachses. Da seht ihr die Ohren und dort, wo die Schwert ist, da unten links sind die Augen und rechts auch das andere Auge. Und was passiert jetzt? Oh. Hätten wir nochmal ein geheimes Labor? Something tells me this isn't a tomb. Ich schätze mal, wir haben den Weg gefunden. Und es ist alles voll verkabelt, also voll mit Rohren. Hey, das Ding kennen wir doch. If the huge coiling wires hadn't made it clear, the hulking metallic shell certainly did. This isn't a tunnel. It's the entrance to another laboratory, just like the one in the forest. How many of these are there? Gute Frage. The presence of such unusual and foreign objects in Arthurton begged even bigger questions. Who put them here, and for what purpose? Das müssen wir auch noch It seemed to Jenny as if the graveyard itself had been built around the sphere. A perfect hiding place. If something this conspicuous could be so easily concealed. What else is Arthurton hiding? Gehen wir mal rein. Und es ist einfach verdammt dunkel wieder. Zum Glück haben wir den Knopf gefunden zum Licht machen. Ja, die Steuer ist geschlossen und ich hoffe einfach bloß, dass wir jetzt nicht wieder das gleiche machen wie im Wald. Well, at least we know it's working. As a dozen intricate machines whirred to life, Jenny noticed a remarkable resemblance she had overlooked before. Huh? Some of this equipment looks like the stuff in Susie's lab. Definitiv. Can't believe I missed it before. That girl owes me some answers. Vielleicht. Ja, und nicht nur das. Wir müssen hier das Radio-Rätsel lösen. Another radio. Maybe these are used to communicate between laboratories. It was a hunch, but if it were true... Whoever's transmitting the message could be in another sphere somewhere in town. Oh, hey. Das müssen wir schon wieder. Das Rätsel lösen. Dann bringen wir jetzt mal hier alles mal in die Mitte.
schon mal die erste geregelt. Polarität kann ich auch noch nicht anfangen. Können wir erstmal hier alles mal oben. Und das ist ja alles zu wild. Das ist noch nicht so ganz so gut. Aber ich habe absolut keine Ahnung, was ich hier mache. Ja, hier war irgendwas noch langsamer. Oder? Das haben wir fast gleich. Das ist gut. Ist noch nicht ganz ausgereift. Nochmal. Das sieht absolut nicht gut aus. Oh, das sieht verdammt gut aus. Das ist noch nicht das Richtige. Perfekt. Haben es gelöst. It's the same voice as before. Aber ein anderer Code. This code was different from the last. Just as strange, though. Jenny carefully transcribed the words into her journal. Let's see what the hawk and the weasel have to say about this. Gut. Schauen wir mal. Mit mir raus. Das ist das alles, was ich herausfinden muss. Wer 39? Okay. 39. Birch. Hase 60. Ganz Bär 34. Hase 17. Gut, das war jetzt mal hier eben der Adler und eben das Wiesel. Also Falke. Falke 41. Wiesel 56. Wolf und Schaf 24. Und die 40, 26, 66. Jetzt und die Gans, damit alles ganz komplett ist. 21. Purge infected. Soon only death. Säuber die Infizierten bald nur tot? Forever silenced. Despair herself is near. Immer schweigend, Verzweiflung selbst ist nah. This message, as sinister as the last, sent Jenny's analytical mind into overdrive. Is the man in black sending these messages? Vielleicht aber ist noch nur der Empfänger. Purge infected, forever silenced. Could that have something to do with Dean Strasberry? Vielleicht mit dem Chemielaborunfall. Haben die Studenten vielleicht noch etwas Gift drin, dass es sich verteilt? Also die irgendeine Art Gefahr? It can't be a coincidence that I found a copy of the same book by the Dean's corpse. But how are they connected? Soon only death. Despair herself is near. And now they're coming for my mom. What does she know that they're willing to kill her for? Das wird jetzt immer interessanter und interessanter, Leute. Oh.
Was könnte das alles hier zusammenhängen? Wir haben alles nur so jede Menge Teilchen hier rumliegen. Es gibt eine Verbindung, aber wir sehen sie noch nicht. This contraption was new to Jenny, but something about it caught her eye. Der Laser. Ah. Der Dekan sein Schlüssel. Was gibt's hier nichts mehr einzusammeln? A large metallic slab with a distinctive indentation carved into its surface. Das ist jetzt eine Frage. Ist es klug, die jetzt zu aktivieren? That shape. Where have I seen it before? The Dean's ring! Oh, nicht schon wieder. Mist. Fast richtig gehabt. Hier ist nur noch oben links. Aufdrücken und geöffnet. It fits. In fact, it fit perfectly into the slot, as though it were made for it. Oh, wollen wir es wirklich aktivieren? Wer weiß, was da jetzt passieren wird. Doesn't seem to be working. Probably just a loose connection somewhere. Okay. Nochmal Galeriegegenstand. Und trotzdem. Das Quarz. A piece of rare Arthurtonian quartz. Ja, also das Trausberg ist wahrscheinlich mit der Glanzfamilie zu tun. Expertly carved and shaped with meticulous precision. Could be an antenna, or maybe a power coil. Oder ein Laser. But where does it get its power? It looks like the arm rotates around this hinge. Ugh, I can't budge it. It's too heavy. Müssen wir hier aufmachen? Okay, gut. Ist eine Schraube locker. Mir fehlt eine. Was lässt sich nicht abdrehen? So, ich drehe die ganze Zeit falsch rum. Oh. Aber die Pfeile ist doch falsch. Hier, ich drehe es mal nach rechts, so wie das Pfeil angegeben ist. Geht nicht. Jetzt muss ich umgedreht machen. Ach nein, nicht schon wieder so ein Rätsel. Oh. Jenny knew that the best way to fix anything electronic was... To mess around with it until all the lights come on. Ach nein. Ach nein, 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 nein. Oh. Man kann es jetzt wirklich übertreiben, Leute. Wenn ich bedenke mal hier all die Kombinationen, die es hier gibt. Oh. Und aktuell haben wir noch kein einziges Licht angeschaltet. Gut, das hier bleibt eigentlich nichts anderes übrig als das hier. Zumindest eins haben wir. Wo wir nicht so rumspielen müssen. Aha. Alle müssen Strom haben, aber ich habe jetzt nur diese eine Lampe. Oh je, ich merke schon, das wird dann wieder ein verdammtes langes Rätsel geben hier. Ah, grün und lila muss da drüben. Okay. If being a great detective didn't work out... Ging schneller als gedacht. Ich dachte schon, ich müsste schon Kopfschmerztabletten einnehmen, aber ne, ging gar noch. Jenny had a promising career in machine repair to fall back on.
den Fall, falls es nicht klappt. Okay, was passiert jetzt? Aber wenn ich nicht sage, das wäre sicher ein Laser. Was ist denn jetzt da? Und da kommt jetzt der Energiestrahl. Doch nicht, er ist explodiert. I could have lost an eye. The machine's true application would remain a mystery, for now. But whatever its purpose, the implications were overwhelming. Dean Stroudsbury is somehow connected to this place. Had the Dean been aware of the secret hiding within his ring? Whether he knew or not, it's likely he was killed because of it. Definitiv. Ja, den Ring wieder an sich nehmen. Vielleicht können wir nochmal so ein Labor finden, wo das Ding dann funktioniert. Was ist das? Hidden amongst a web of cables, the average eye would have missed it. But Jenny LeClue was a great detective. There's a book pinned beneath that cable. Welches Buch? Confidential. The word was music to Jenny's ears. Erstmal aufmachen. Man muss sich jetzt nicht das Buch nach dem Einband beurteilen. Was werden wir hier finden? Na komm schon, Seite wechseln. Hier ist der Eintrag. Auf die andere Seite, da ist er rausgerissen. Aha. Also, was haben wir? Eintrag 1. Endlich heute beginnt Projekt Excelsior dank unserer wunderbaren Gönner. Die mein Labor zu stehen fühlt sich an, wie ich dachte. Perfekt getarnt. Eine wahre Schönheit. Ich nenne es die Caesar-Sphäre. Nigel denkt, es ist arrogant, es nach mir selbst zu benennen. Soll er doch eine geodäsische Struktur entwerfen, die solchen unglaublichen Kräften widerstehen kann. Wie wir es auch nennen, endlich können wir die Kraft von Abendprinz größte Ressource studieren und nutzbar machen. Erinnerung, Wäscherei, neue Unterwäsche kaufen. Randnotiz. Nigel spricht meinen Namen falsch aus. Ich schwöre mit Absicht. Professor Caesar. Wie Laser. Mit Z. Wie schwer kann das sein? Ja, wer ist der Rat der Drei? Ja, Rat der Drei, das könnte also... die Rat der Drei, das könnte also wahrscheinlich die Karl Straußberg gewesen sein. Unser Vater und wahrscheinlich die Mutter von Susi. Hoffentlich geht das Geld nicht aus. Ich glaube, das ist das geringste Problem. These machines were built to study and harness the power of Arthurton's greatest resource. They were experimenting on the town itself. Caesar. Jenny recognized the name, but couldn't put her finger on where she'd heard it before. So this lab is his invention. He called it a Caesar sphere. Wer ist aber Caesar? Habe ich schon mal getroffen? Well, at least I've got a name. Wird zumindest ein Anfang. Aber, wo kommen wir jetzt weiter? The Council of Three. Never heard of them. Sounds like he didn't know who they were either. But they paid for all of this? Ups. Auszoomen. Hier ist noch nichts. Gar nichts. Müsste ich mal hier über den Stift nachschauen, wie was reingeschrieben worden ist. Eintrag 103, also 102, also 101 fehlen. Noch eine Sphäre einsatzbereit. Das Projekt wächst. Bei jedem Experiment finden wir eine neue Eigenschaft, die wir untersuchen können. Dieses Ergebnis stützt meine Theorien.
Diese Stadt ist besonders. Trotzdem verbringe ich viel Zeit beim Hin- und Herlaufen zwischen Labors. Ich bin es leid zu verwalten, will ich selbst Hand anlegen. Eintrag 104. Neue Laboridee. Spiele mit Plänen für eine neue, viel größere Einrichtung herum. Wenn die Berechnungen stimmen, sollte sie 1200% Leistungskapazität haben. Das würde vollkommen neue Möglichkeiten eröffnen. Erinnerung, Mr. Gray nochmals unter Regung mit LTG fragen. Meiden Sie mich? Frage mich langsam, ob Sie überhaupt existieren. Seltsam. Herumgefragt, niemand kennt Sie. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Aha, okay. Auf was reagierst du hier? Auf nichts. He designed a bigger sphere. Bigger than this? Did he ever build it? And if he did, where? Im See. Unter Wasser, wo niemand hingeht. Okay, darauf reagiert sie gar nicht. Hier ist schon wieder nichts. Aber hier gibt es was einzusammeln. Eintrag 288. Schrecklicher Rückschlag. Anomalie in Dachs-Experiment zu spät erkannt. Natürlich waren Mr. Gray und Mr. Blue gerade rechtzeitig, um die Explosion zu sehen. Plasma überall. Alle Einheiten verloren. Mr. Blue verlor fast ein Auge. Die Nachbesprechung am Freitag wird unschön. Das wird uns Tage Wochen kosten. Eintrag 298. Tage verschmelzen. Jedes Experiment bringt uns näher an das scheinbar Unmögliche. Aber die Zahl der seltsamen Zwischenfälle in den Laboren wächst weiter. Wer stiehlt dauernd meine Stifte? Eintrag 297. Mehr Rückschläge. Mehr unwillkommene Unterbrechungen, Erschöpfung und Termindruck, gleich gefährliche Bedingungen. Warum bestehen Sie auf neuen Tests am Wochenende? Sie sind noch nicht bereit. Wir müssen Sicherheitsprotokolle verbessern und wachsam sein. Weitere Kontamination und Unfälle zu vermeiden. Ich glaube langsam, Sie sind nicht aus den richtigen Gründen dabei. Wieder ist mir jemand gestern heimgefolgt. Wer sind Sie? Wissen aus Ignoranz, Wissen, Ordnung, Kontrolle, Korruption, Fortschritt, Rate 3, Selbstvernichtung. There was a badger on the door to get into this lab. So this must be the experiment he was talking about. Zumindest einige. Das sind sicher nicht alle. Exhaustion, rushed schedule, dangerous conditions. The parallels with her father's own working conditions were distressingly clear. Man kann es auch vergleichen mit dem Tagebuch, also mit dem Tagebuch mit dem Arbeitsplan vom Dekan vergleichen. Der hat auch häufig etwas gestrichen. Und hier macht sie wieder nichts. Okay. Hier ist wieder nichts. Eintrag 342. Hab im Labor geschlafen. Nichts, zu dem ich heimkehren kann. Was tue ich hier? Was wollen wir wirklich erreichen? Ich muss glauben, dass unser persönlicher Opfer nicht lohnt, um einen höheren Zweck zu dienen. Eintrag 385. Alles meine Schuld? Zu spät, ich war so naiv. Kriege ich ihre Gesichter nicht aus dem Kopf. Ich schreie, die Finsternis, das Loch wird nie gefüllt. Alle tot. Alles meine Schuld. Alles meine Schuld. Alles meine Schuld. Alles meine Schuld. Meine Schuld, 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 Schuld. Was wirklich seine Schuld war? All dead. All my fault. The words echoed across the metal walls, ghosts of a past tragedy. What did he do? It must have been terrible. Ey, das könnte eben das Labor gewesen sein, wo explodiert ist. Er hat aber das dann geschrieben. Letzter Eintrag. 621. Was für ein bittersüßes Gefühl. Nach 7 Jahren gibt es endlich stabile, wiederholbare Ergebnisse. Aber der Preis war hoch.
Die Leistungsrate ist unglaublich und wir kratzen gerade erst am Rande Potenzial. In richtigen Händen könnte das die Welt verändern. Das neue Labor ist fast funktionsbereit. Aber sind wir es? Wie immer werden sie es zu weit treiben. Aber die volle Leistung braucht Jahre. Vielleicht kann ich wieder gut machen, was geschah. Sicherheit ist oberste Priorität. Menschen sind mehr wert als Fortschritt. Und weiter kann man leider nicht mehr umblättern. Also dahinter kann man es nicht mehr sammeln. This entry is from much later. There are lots of pages missing. It seems that whatever happened before, he carried on his work long after. As is the case in all tangled mysteries, every new piece of evidence raised more questions than it answered. But she now knew the purpose of this Caesar-sphere and the name of the people who had built it. The Council of Three. It wasn't much to go on, but it was a start. Definitiv. Wie komme ich jetzt hier raus? Ich würde hier gerne raus. Kann du zoomen und alles? Hängt das jetzt das Spiel? What's this? Another blank scrap of paper. Leitchen. 1028. Please stop writing the code down. Memorize it and destroy this immediately. Caesar. Also er soll aufhören, den Code irgendwo niederzuschreiben und sich endlich das merken. Okay, gut, deshalb wollte ich das Spiel nicht gehen lassen. Das war also das, was jetzt noch gefehlt hat. Please enter authorization code to begin. 1028. Code accepted. System authorized and armed for activation. Gut, aktivieren wir es mal. Komm schon, Computer. Preparing to run experiment 12, cycle 78. Sphere hermetically sealed. Magnetic transducer coils charging. Accumulating voltaic cells. Commencing experiment 12-91. Okay. Wie soll das gleiche passieren? Liegen wir hier draußen die Särge rum? Das ist der ganze Strom. Oh oh. Sie kommen! Hey, es kommen! Ui. Radioactive safety margins cleared. Procedure 12 completed successfully. Decompressing spherical chamber. Remember, a healthy employee is an effective employee. Please leave the station for your mandatory 15-minute smoking break. Okay. Nie wieder gern. 15 Minuten Pause. I wonder what it did. At least I wasn't covered in plasma. Ja. Aber eben, es ist die Leiter. Die Blitz haben die ganze Leiter runtergeschmissen. Jetzt haben wir wieder einen Weg, wo wir weitergehen können. Und Jenny könnte hier rennen. Dass es ein bisschen schneller geht. Na komm schon, Jenny, sei doch nicht so höflich. Ah, endlich. Und? Schweben die Särge nun? Nein? Nirgends? Schade. Das wäre jetzt noch etwas, das überall ein schöner Twist. Und dann Susi so, die schwebenden Leichen. Okay, aber jetzt werden wir endlich da hochkommen. Wollen wir mal schauen, was wir dort finden. Jenny, did you find the entrance? Not yet. Jenny was hesitant to share her discovery, but Susie might have vital information.
Have you ever heard the name Zazer before? Professor Zazer? Yes, he was a famous scientist. War ein berühmter Wissenschaftler. There's even a statue of him in Avocado Park. That's where I've seen his name before. He worked for my family's company, but that was a long time ago. Oh. Da schließt sich langsam der Kreis. Er arbeitete für die Familie. Was für eine Überraschung. He led the research and development team. At least he did, until... Until what? It's quite sad, actually. Ja, erzähl mal. He went mad from mercury poisoning. He had to be institutionalized. They said he was a danger to himself and others. Why do you want to know about him? Vertrau mir sie immer, Ehemann. I found something that belonged to him. Oh, wow! In the graveyard? Is it one of his crazy inventions? Something like that. I have to go. Keep out of sight and let me know if you see anyone. I will. Good luck, Jenny. Trotzdem, ich finde es einfach nur ein bisschen schade, dass wir nur ein Ding fragen können. Ich meine, ich hätte gerne noch gewusst, wegen der Apparaturen, die wir ja gefunden haben. Ja, nicht überrascht? Ein bisschen, okay. Nehmen wir einfach so hin, dass jetzt alle wieder nach oben zeigen. Aber trotzdem, die ganze Apparatur finden wir ja in Susis Labor, wo ja niemand weiß, dass sie das hat. Und wenn wir sie aktuell vertrauen, dann habe ich für mich Susi Verdächtige Nummer 1. Gut, was können wir jetzt hier einsammeln? Ah, hier. Ah, ein Stück vom Fetzen. Hervorragend. Trotzdem, Susi, das Geheimlabor, plus die ganzen Instrumente und dem, dass er früher für sie gearbeitet hat. Ich wette, ob Susi überhaupt die Tochter ist von ihr, also von ihm. Oder ist Glatz gar nicht ihr Vater, sondern der Professor. Ui, das wird arge Befragen. Muss man alles noch herausfinden. Ah, so geil. Beyond the fallen angel. This is it. The entrance must be through here. Und mit voller Begeisterung geht sie weiter durch den Friedhof. Another coded message in another hidden laboratory. A secret tunnel under the graveyard. How long had these things been in Arthurton? Who was responsible for them? And how was all this connected to the Dean's murder? Wirklich alles gute Fragen. Aber das müssen wir irgendwie noch herausfinden. Was ist das denn jetzt? Irgendwas so Steinbögen, wo kaputt gegangen sind. Erinnert mich irgendwie landschaftlich an irgendetwas. Ich weiß auch nicht mehr an was und wo. Irgendein Spiel. Through the crumbling arches. Past the wooden gates. This must be it! Now all I have to do is find the biggest cross. Oh, come on. There's a million crosses in there. Musst du da den größten suchen? Jenny, where are you? It's getting really creepy out here. I'm in the old part of the graveyard. Oh no! Every kid in Arthurton knew the graveyard was haunted. The ghosts of early settlers walked among the tombstones late at night, waiting to avenge their tragic deaths in the mines. A few months ago, Peggy and Veronica went up there after curfew with some boys. Oh, war es eine Mutprobe? Oder wollten sie hier einfach ein bisschen rumknutschen? And they were attacked by a ghost! Ja, von einem Geist, glaube ich sofort. Auf dem Friedhof, wo denn sonst? They were probably hallucinating from all the hairspray. They swore to me, Jenny. They wouldn't lie. Ja, es kam sicher irgendein Junge vorbeigerannt im Bettlaken. I don't believe in ghosts. And the tall tales of a bunch of airheads won't change my mind.
Even so, Jenny's skin crawled with goosebumps. Hier geht's. Wie's geht. It might have been her imagination, but the night suddenly seemed a lot darker. Maybe I'll use Mom's flashlight. You know, just in case. Hast du es gesehen? Da war gerade kurz ein Bug. Sie hat ihr Bein nicht mehr bewegt. Dann nur darüber gegleitet. Na, du Krähe, hau ab. Nein, ihr wollt nicht gehen. Oh. Dunklen Friedhof, voll mit Krähen. Bist du eigentlich? Diese wirklich echte Krähen hier? Jetzt wir hier hochklettern. Aber wir müssen immer noch den größten Kreuz suchen überhaupt. Oh, ich kann die Taschenlampe auch so bewegen. Ja, nicht schlecht. Hallo. Ah. Brauchst du vielleicht ein bisschen Hilfe beim Gleich wieder? Was war Nasenpopeln? Hier. Ja, eine helfende Hand. Nein? Okay, gut. Latsch. Wo sind wir jetzt? Denn hier immer noch auf dem Friedhof. Aber und aus. Not now. Not now. Doch jetzt gerade. It's Jetzt dead. lustig. Unable to see more than a few inches ahead, our trembling adventurer had no choice but to edge forward, very slowly. Ups, ich bin immer zu schnell mit dem Drücken. Sorry, Leute. Oh, langsam sehen wir unseren Charakter. Oh, great. There's a light over here. Du weißt aber schon, dass das jemand schon hingestellt hat. What is that? It's coming from the open grave. Und der angebliche Geist will immer sagen. Ich hatte Totengräber. Oh, liebliches Geräusch. Ich lasse es noch ein paar Minuten laufen, nicht wahr? Okay, er hat gewonnen. Es reicht, Leute! Wait, Bist du der Bruder vom Polizist? you're not a ghost. Oh, you scared the life out of me. Ah, das war aber ein bisschen zu wenig lang. Aber bist du wirklich der Bruder vom Polizist? Ich meine, du siehst verdammt ähnlich aus wie der. You're scared. You're the one wielding a shovel like an axe murderer. Oh my, you're right. I'm sorry. This place is terrifying at night, and here I am waving old Mabel around like a madman. Ah ja. Männer und ihr Werkzeug müssen immer Frauennamen geben. Keine Ahnung wieso. What are you doing out here after curfew? I don't know if I can trust this guy. Meisterin der Manipulation. I was here visiting my dad. I guess the time got away from me. You're the LeClue girl, aren't you? Well, Your poor old man. What a horrible way to die. yeah, I don't really like to talk about it. Geh auch bitte nicht ins Detail jetzt. Blown into 1,000 pieces. What a way to go. No chance to say goodbye. Okay, damit hat sich die Theorie erledigt, dass unser Vater leben könnte. Er ist also dementsprechend zerfetzt worden. Boom! Gone! Just like that. An absolute tragedy. Müssen nur ein bisschen mehr taktvoller sein zu der Tochter. And the pain! Can you imagine? Nothing left of him. Hardly seemed worth digging the hole. Also, er ist explodiert und es ist gar nichts mehr von ihm übrig gewesen. Komplett weg. Das hört sich aber allerdings wiederum
unglaubwürdig an. Well, you're digging a big hole right now. Yes, ma'am. Regulation size 6 feet, not an inch less. The name's Matt. The second T is silent. Ja, ich meine, das ist ja logisch. Ich meine, wer wird schon freiwillig Matty heißen? Matty. Sure sounds like an interesting job, Matt. Would you mind if I asked you a few questions about it? Of course. I'm just happy for the company. Ja, ich kann mir vorstellen, dass nicht so viel Leben hier auf dem Friedhof herrscht. He seems harmless enough. I just need to be sure he's not working for the man in black. Oder dass er selber ist. Also schauen wir uns die Mütze mal an. Blut. Is that blood? Blood? Where? It's all over your clothes. And your shovel. Oh, that! Ha, that's good old Arthurtonian red clay. Impossible to wash out. One of the hazards of the job. Ah, Why are you digging a grave in the middle of the night? Well, they have to go somewhere. The bones. was? The what? It's the problem with building a graveyard on top of an old mine. Ground's always shifting. Before you know it, bones are sticking out all over the place. We have to rebury them. It's bad for business. Ich möchte das jetzt nicht gerade vorstellen. Stell dir mal vor, ihr sitzt gerade da und plötzlich bewegt sich die Erde und da kommt tatsächlich ein Skelett raus. That's terrible! Could be worse. Could be dead, like all of these poor souls. Was? Könnte schlimm sein, könnte tot sein. Ms. Smith over there, bitten by a badger. Wouldn't want to go that way. Oh. Von einem Dachs zerfetzt wahrscheinlich auch noch. Right there's Mr. McCarthy. Set himself on fire baking biscuits. Armer Kerl, und da schauen die Knochen schon raus. Was ist das für eine interessante Statue da rechts, da bei der Arbeiter? Das ist übrigens auch ein Sammelobjekt, da kommen wir sowieso hin. And there's your dad, of course. Your poor dead dad. Dead. Are you finished? Oh, sorry. There I go again, talking about the dead. He knows everything about this place. Definitiv. Matt. Okay, das zweite T ist stumm. Nicht vergessen, Leute. Owen T. You told me your name was Matt. It is, isn't it? Well then, who is Owen? And why are you wearing his shirt? Oh, darn it, it's fallen off again. Owen was the old groundskeeper. He died digging a grave. Zumindest kann man sagen, er ist bei der Arbeit gestorben. Also ein pflichtbewusster Mensch hat sein eigenes Grab geschaufelt. Turned out to be his own. Budget cuts. Was? You're wearing a dead man's shirt. Seemed ashamed to waste it. He didn't need it anymore. Was? Oh. Er hat noch Leichenschändung hier betrieben hier noch. Er hat einfach sein Hemd übernommen. Ups. Keine Ahnung, wieso jetzt das hier gekommen ist. Er hat doch nach links gedrückt, auf X. Gut, was ist das? Eine Blume. Bellis perennis. Gewöhnliches Gänseblümchen. Vielleicht unbekannt. Why do you have a flower in your pocket? I always keep one in there in case of emergency. People like to leave them by the graves as a tribute. You should take it. For your dad. Nehmen wir gerne an. Thank you. So. Hier haben wir noch das Kreuz. Oh. Gefunden. Noch ein Galeriegegenstand. Das hätten wir fast übersehen hier.
Vielleicht hier noch was im Hintergrund. Nein, sieht zumindest nicht aus. Beim Typ habe ich zumindest noch nichts gesehen. Geht's noch hier weiter unten? Also ich sehe irgendwas, aber es hat wahrscheinlich nichts zu tun. Oh, haben wir noch das hier an? Papier? Nachricht von Mann in Schwarz. What's that stuck to your boot? Oh, dunno. Could have come from anywhere. Beyond the fallen angel. What now? Under the crumbling arches. You lost me. The entrance is buried there. Does that mean anything to you? Oh, is this a poem? I love poems. Do you want to hear one of mine? Nein, danke. No, I'm good, thanks. Also, ich würde gerne das Papier mal auch untersucht. Dus schauen, was da drauf ist. There sure are a lot of people buried here. Well, if they keep dying, we'll keep burying them. Do you know which of these graves has the biggest cross on it? Now there's one I've never heard before. Biggest cross. Aber du solltest noch wissen, wer das größte Kreuz hat. No, can't say I do. Du bist eine großartige Hilfe, du, eh? They've all got about the same sized cross, I'd say. Yeah, that's what I thought. Do you have any idea how I could find it? You know, you might want to look at that statue up there. It has a list of all the famous miners buried here. Aha. It might help you find what you're looking for. Ja, zumindest ist ein guter Aussichtspunkt dort. Famous miners. Interesting. Ja, aber noch eins übersehen. Was habe ich denn übersehen? Der Handschuh? Gar nicht bemerkt. Have you seen anyone suspicious lurking around tonight? Oh, well, there was this one girl. Bin ich das oder ist das jetzt Veronika? A girl? She scared the life out of me, really made me jump. Oh, wait, no. That was you, wasn't it? Der hat ein Kurzzeitgedächtnis wie ein Goldfisch. You'll have to forgive me. My memory isn't what it used to be. I think it's safe to say he doesn't know anything about the man in black. Well, thanks, Matt. It's been good to chat. But, you won't tell anyone you saw me here after curfew, will you? Kein Problem, der wird sowieso vergessen, dass er dich gesehen hat. My granddad wouldn't be very happy with me. Saw who? I didn't see anyone. Now, if you'll excuse me, I've got a statue to investigate. Oh, no, you can't go up there now. It's far too dangerous. I'll be fine, thanks. Absolutely not. If you slipped and fell, I couldn't have that on my conscience. Come back tomorrow during the day. I'll give you a guided tour. Friedhofsführung. Toll. Da bin ich mal gespannt, wenn ihr alles vorstellt. Damn, I'll have to find another way to get up there. Okay, und da weiter rechts kann ich gleich nicht laufen. Und hier? Haben wir vielleicht hier einen Weg übersehen? Aha. Aha. Der Baum. Ja, was denn? Das bisschen daneben hättest du mir schon gönnen können. Much like those buried in the graveyard, this tree had died a long time ago. Be careful, Mr. Crow. It looks like it could fall over at any moment. Ja, und dieser Moment ist gekommen. Ups. Ich bin runtergefallen. Na komm schon. Ist hier nicht hoch? Ich muss hier hochklettern.
hier wieder was. Ich glaube, jetzt müssen wir nicht runterklettern. Was ist da unten? Da unten? Eine Tonerde, okay. Und trotzdem. Hier wieder was übersehen. Ich sehe hier wieder was. Was könntest du jetzt wollen hier spielen? Vielleicht zurück zum Grab zu unserem Vaters. Alle Ach so. Natürlich. Alle Krähen müssen da hoch. Interesting. Waren das jetzt schon alle? Oder muss ich jetzt einfach immerhin hinterher scheuchen hier? Erster Rundgang oder was? Und Knacks. Another case cracked. Ha, ha, ha. I get nuts. So, aber jetzt haben wir es geschafft, den Weg nach oben zu finden. Was wir da oben finden? Ich sehe natürlich noch weitere Grabsteine. Und eben, ja. Perfekt. Die haben überall Knochen, die jetzt hier rausragen. Oh. Die armen Toten hier. Ihre Beine können nicht mal ruhen hier. Hoppla. Mr. McCarthy? How did you get down here? Keine Ahnung. Er hat einfach mal... Must have been the wind. Er wollte einfach mal irgendwo anders rumhängen. That was close. Hopefully this statue can help me find the biggest cross. Dabei wollte ich hier noch rechts noch umschauen. Okay, gut, dann machen wir weiter. Erstmal hier. In Erinnerung, Kreuz. Sie trieben die Todesstärkung größer als alle. Du hast so schnell mit der Spitzhacke wie mit dem Schmerz. Cross, carvers of tunnel rock, unmatched in strength and size. Also, das ist das größte Kreuz. Jenny read the words to herself again. Strength and size? Look for the biggest cross. Ja, haben wir schon. They didn't mean a cross on a grave. They meant a cross in a grave. Das ist wirklich das Einzige, was wir hier finden konnte. Na gut, schauen wir mal hier. Neue Sticker. Okay. Erinnerung Chilton. Das Licht, das sie trugen, soll nie verlöschen. Busch. Sie füllten leere Bäuche mit dem besten Brei. Und hier? Duff, Meister des Metalls. Und Bloom, die kartierten den Pfad zum Fortschritt. Diese sechs haben hier ihr Leben gelassen. Jenny had heard the tragic tale of a catastrophic cave-in that closed the mines under Arthurton. Everyone blamed the miners for ignoring safety procedures. Most were crushed instantly by the falling rocks. Others had not been so fortunate. Trapped with no water, no food, no light, they were condemned to a slow and painful death. Aber Tod, den man niemand wünscht. Okay, gut, das war also alles, was wir hier machen konnten, also einsammeln konnte. The Cross family must be buried in the graveyard below. I've got to work out who was the biggest. Find the grave, find the secret paths to the jail, save Mom. Boy, I really hope I don't have to dig them up and measure them.
des größten Kreuz müssen wir jetzt noch finden. Oh. Jetzt müssen wir hier noch einen Blick nach rechts. Boing. Kann tatsächlich hier runterlaufen. Autsch. Jetzt kann man hier noch was einsammeln. Noch ein Fetzen. Okay, weiter geht's nicht. Ja toll, wie machen wir das jetzt? Geht anscheinend auch nicht. Aber müssen wir hier runterklettern. Ui. Eine weitere Kletterpassage hier. Oh. Hallo Kumpel. Was wir hier dafür haben. Ein Sticker. Danke, Junge. Aber ich sage mal, das war's für heute. Ich bin mir absolut müde. Habt wahrscheinlich schon die ganze Zeit bemerkt. Naja. Es war ja ein anstrengender Dienstag, auch wenn es geregnet hat. Teilweise. Ich bin mir jedenfalls absolut müde. Ich kann nicht mehr, Leute. Einfach mal ein schön langes Wochenende hätte ich mal ruhig noch bedient. Ja. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch, einen Kommentar mit mir freuen. Ich bin Mr. Paus und sage Cheerio. Bis zum nächsten Mal.